Dann rufen sie an, ey, wir brauchen Sektion 23. Dann wird Sektion 23 neu gefertigt, hier rausgenommen, eingesetzt und dann läuft das Ganze auch wieder. Was ist denn hier los? Warte. South Guys und hängen dann nur an so einem Southgate rum. Also da geht's rein, da ist Liseberg. Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Wir sind aufgestanden und wir schleichen uns jetzt zum Frühstück. Es geht aber nicht nach unten, wie für fast jeden, sondern wir müssen auf die Seite. Es geht nach oben zur Rooftop Bar. Die wollen wir sowieso noch sehen, weil Rooftop Bar über den Freizeitpark. Klar, regnet die ganze Zeit, aber da kann man auch frühstücken. Also sie hat uns abgegradet, kostenfrei, in den Frühstücksraum an der Rooftop Bar. Ansonsten ist das Frühstück unten. Man muss aber übrigens vorher wo die Zimmerkarten drin sind, das Mäppchen, das ist ein QR-Code, den muss man scannen und dann eine Frühstückszeit reservieren. Wir sind auf der 6, da wollten wir nicht hin. So, das ganz kuriose Hotel. Bevor wir zum Frühstück gehen, haben wir noch Zeit, weil wir waren jetzt nicht genau on time und dann fährt der Aufzug nicht dahin, wo wir hinwollen. Hier ist die Lobby und jetzt gerade ist hier nicht so viel los. Hier sind die Check-in-Bereiche und super geiles, riesiger Schrank mit voll vielen kleinen Sachen. Und ja, hier ist eine große Rutsche, ein Spielkäfig und natürlich sind da die Kollegen von Hus Park Attractions gerade unterwegs. Schönen guten Morgen und dann gibt es hier irgendwie chinesische Vasen als Säulen oder die sind Säulen und die sind damit verkleidet. Ich finde aber auch irgendwie hier die Ausschilderung zur Rooftop Bar finde ich total cool, sieht ja so ein bisschen so asiatisch aus. Dann ja, der Bereich, wo man hier sitzen kann mit verschiedensten Stühlen. Es gibt das Grand Karussell, was sich gerade sogar dreht. Da müssen wir natürlich mal gucken, dass wir es einmal drehend drauf haben. Das ist das originale alte Karussell von Liseberg, welches über 100 Jahre alt ist und jetzt hier steht und je nachdem ab und zu auch noch mal betrieben wird und fährt. Pferde sind die echten, originalen Pferde, die da noch drauf sind. Wurde aber alles überarbeitet. Da kommt das erste Kind direkt angerannt. Alles nochmal restauriert. Die Bemalung ist neu und angepasst. Ich verstehe auch, dass man 100 Jahre alte Malerei nicht nochmal neu und frisch macht, weil die vielleicht von der Motivwahl irgendwie nicht so ganz in die Zeit passen mag. Genau, hier kann man noch sitzen. Man kann hier draußen sitzen. Und da ist der große Frühstücksbereich. Da kann man auch früher frühstücken als in der Rooftop Bar. Da geht es erst später. Das könnte auch der Trick sein, warum die Kollegen von Hus nämlich hier unten frühstücken müssen und neidisch geguckt haben, als wir gesagt haben, wir frühstücken oben. Und die Geschichte so ein bisschen hinter dem Hotel ist, man hat hier einen Schatz gefunden, man hat hier wirklich einen Schatz gefunden. Also ein paar Münzen aus verschiedensten Orten, Zeiten. Die sind auch in einem Museum hier ausgestellt in Göteborg. Und man hat eine 8-seitige Story um das Hotel herum geschaffen. Und ja, ich krieg das nicht mehr so ganz zusammen, aber irgendeine Frau wohnt in ihrem Haus, geht immer auf Flohmärkte, kauft Zeug, stellt sich das hin und reist viel, kauft Zeug, stellt sich das dahin, weil Andenken. Und das ist irgendwann so viel, dass sie das Haus erweitert. Dann reist sie, kauft mehr Zeug, stellt sich das hin, hat zu viel, erweitert das Haus und erweitert das Haus und erweitert das Haus, ne? Zeug auf ein Haus erweitern. So viel, bis es gigantisch groß geworden ist, hat auch immer so ein paar Gästezimmer, bis sie dann ihr Haus umgewandelt hat in ein Hotel. Und in dem Hotel befinden wir uns jetzt und deswegen gibt es überall so verschiedene kuriose Dinge zu sehen, so viele kleine Details, so viel Zeug. Du kannst hier wirklich an jeder Ecke irgendwas entdecken. Ich fange jetzt gar nicht erst an, irgendwas aufzuzählen. Und das ist so ein bisschen die Story dahinter. Und Kraftwerke, der Breakdance 5 von Hus Park Attractions, der jetzt neu aufgemacht hat, ist zum Beispiel dafür da, um das Ganze hier mit Energie zu versorgen. Wenn ich das richtig... Nee. Aber irgendwie hängt der auch in der Story drin. So, ich habe dir nicht ganz richtig erzählt, die Story höre ich gerade. Wenn ich sage, Uschi, kannst du uns die Story erzählen? Du kriegst das immer besser zusammen. Nein, kann ich nicht. Und wenn ich das dann mache, weil ich kann das nicht, das sage ich auch immer, dann heißt es immer, das ist falsch. Der ganzen Story voran ging nämlich ein Schmuggler, ich glaube, ich hieß Mr. Dollar.
Da habe ich gerade noch nachgehakt, wo der Schatz gefunden wurde, da war doch was dazwischen und Ja. dann kam die Alte und du guckst mich nur an. Und der hat nämlich quasi, bevor er die Alte kannte, wie der Bruder so schön gesagt hat, hat er eben so einen Ruf gehabt, dass er ein Schmuggler ist, dass er irgendwie Sachen organisiert und irgendwo hinbringt, wo die gar nicht hin dürfen und was auch immer, was so ein Schmuggler halt macht. Und damit hat er so ein bisschen sein Geld verdient. Und als er dann Agnes kennenlernte, da hat er gedacht, okay, der reist so viel, weil er so viel schmuggelt. Und sie ist aber noch nie verreist. Und es stand dann eine Schmuggelreise nach China an. Und Agnes durfte dann von Mr. Dollar aus für ihn nach China fahren, um dann seine Arbeit zu erledigen. Was dann passiert ist aber, dass Agnes einfach mit einem Koffer voll Kram wiedergekommen ist. Kuriositäten und Zeug und nichts, was er verkaufen konnte. Und so hat es dann seinen Lauf genommen, weil sie ist einfach immer wieder gereist, weil das war jetzt ihr Ding. Und er hat dann mit dem Schmuggeln aufgehört, weil die irgendwann von den Kuriositäten hier leben konnten. So ungefähr kann man das nochmal am Ende zusammenfassen. Und Kraftwerket ist diese ganze Sammlung, die er damals schon hatte von seinem Schmuggelzeugs. Und da hat er so ein bisschen ausprobiert mit seinem Elektrokram, was er so gefunden hat, das so ein bisschen zusammenzubauen. Und Kraftwerke, das ist quasi der Beginning of everything. Das soll uns das erzählen. Da ist die Bar, die ist noch zu. Und wir gehen jetzt zum Frühstück. Sieht schon mal sehr schön aus. Ich glaube, wir müssen jetzt mit jemandem reden hier. So Leute, bessere Plätze wären es wahrscheinlich nicht und die Sicht wird leider auch nicht besser. Das ist natürlich unfassbar traurig, dass wir jetzt so ein Wetter haben, aber die Frühstücksauswahl gigantisch, wirklich gigantisch. Wahnsinn, das hätte ich nicht erwartet. Bisschen dramatische Musik für den Aufzugfahrt, oder? Wir verlassen das Hotel für den Tag und wir gehen wieder nach Liseberg rein. Mein Gott, sehr schön nach dem Frühstück, entspannt noch mal kurz aufs Zimmer und dann sich in Ruhe fertig machen und dann jetzt entspannt in den Park gehen. Also Parkhotel immer eine feine Sache. Und also du fällst ja direkt hier raus und bist da, wo du hin willst. Wir gehen jetzt eben zum Guest Service, da kriegen wir jetzt unsere Ride-Armbettchen für heute und dann geht das hier auch wieder rund. Wir sind drin und wir haben ja direkt hinter uns den neuen Breakdance 5, aber wir haben gedacht, wir gehen jetzt erstmal mit euch in den Park, damit wir auch ein bisschen was anderes noch zeigen, weil wir da ja gestern sehr viel gezeigt haben, was nicht heißt, dass wir nicht nochmal fahren werden auf jeden Fall. Und es gibt ja auch hier so ein Perla Disco, Giant Disco, die Mega Disco, man weiß es nicht. Ich habe da mal ein Video zu gemacht, das solltet ihr aber vielleicht ab und zu mal gucken. Der Flume Ride, es ist kalt, es ist regnerisch und es ist trotzdem komplett überlaufen, also ich überlaufe voll. Die Leute haben Bock, weil das ist echt ein richtig, richtig guter Lokflume. Zierer Wellenflieger vor dem Biergarten, auch ein neuer, die haben aber auch 300 Jahre vorher schon einen gehabt. Und für uns ist halt echt auch also der Wellenflieger ist für uns neu, Valkyria ist für uns neu, haben wir ja gestern gezeigt. Haben wir, glaube ich, gar nicht mehr darüber gesprochen, wie die Fahrt war. Mechanica, auch von Zierer, ein Top-Scan, ist das richtig? Nee. Starshape, genau, so. Auch mit dem eigenen IMAScore Soundtrack. Ja, und wir gucken mal, was wir jetzt so machen. Ich glaube,
Wir gehen da lang? Wir gehen jetzt da lang. Ja. Da lang ist immer gut. Wir sind noch mal eine Runde Valkyria gefahren. Walk on in die Front Row. B&M Dive Coaster. Richtig cool, smooth, schönes Layout, fährt sich mega gut, hat starke positive Gs, hat aber auch ein paar Airtime-Momente. Coole Bahn, macht Spaß. Hier ist übrigens das Ding, die einzige Bahn, die es vorsieht, dass man einen Locker vorher buchen muss für 5 schwedische Kronen. Und auch selbst so ein kleines Täschchen geht nicht, das muss vorher in den Locker, auch wenn da Leute ihre Schuhe dann da in der Station lassen und alles, das wieder geht. Aber ja, für einen höheren Durchsatz haben sie das dann so gemacht. Ist übrigens der erste von den Dive Coastern mit den neuen Softwesten. Es gibt ja die Softwesten, es gibt die in stark drückend, wie ihr das vielleicht von Wing Coastern aus dem Heidepark kennt oder so ähnlichen. Und die hat ein bisschen mehr Spiel, ein bisschen mehr Luft und ist dadurch auch viel angenehmer zu tragen bei der Fahrt. Ja, Valkyria, richtig coole Bahn und wir werden wahrscheinlich, nachdem Uschi jetzt hier den Shop inspiziert hat, rübergehen und nochmal eine Runde Balldag fahren, nämlich hinten. Wir sind ja gestern in der Front Row gefahren und das Airtime Monster muss auf jeden Fall in der Back Row gefahren werden. Gorax. Auch vielleicht zu Balder noch was Interessantes. Intermin zusammen mit Holzbau Cordes haben diese Bahn ja gebaut. Holzbau Cordes hat noch ein bisschen gebrandetes Holz in der Schlussbremse. Und das ist eine von 4 Anlagen mit dem Prefabricated Track. So wie Colossus im Heidepark. Und da gab es viele Probleme. Hier gab es Probleme. Alle Bahnen haben Probleme, alle Bahnen wurden natürlich umgebaut. Und hier hat man auch so ein kleines neues System entwickelt und man kann komplette Passagen wie bei so einem Lego-Set wechseln. Wenn irgendwo der Track nicht mehr so fresh fit ist, dann rufen sie an, ey, wir brauchen Sektion 23. Dann wird Sektion 23 neu gefertigt, hier rausgenommen, eingesetzt und dann läuft das Ganze auch wieder. So, wir packen mal schnell weg, weil wir sind jetzt gleich schon dran. Der Witz, geil. Ja, wir haben uns natürlich den letzten Wagen gegettet. Hui, das ist ein Airtime-Monster, also ein Hoch auf den Gurt, den die Bahn hat. Geil, einfach geil. Schöne Achterbahn, die viel Spaß macht, lang unterwegs ist und halt jetzt auch noch diesen Prefabricated Track hat, aber irgendwie mit einem anderen Prinzipsystem. Und El Toro kennt ihr ja auch noch, hat auch Probleme gehabt und T-Rex in Südkorea hatte keine Probleme gebaut, bevor die Bahn irgendwie Probleme bekommt.
Und bevor wir Probleme mit Lukisch bekommen, steppen wir jetzt mal 3 Meter weiter rüber zu einer Attraktion, die es damals bei unserem Besuch hier auch noch nicht gab, und zwar Loki. Loki, Intamin Holzachterbahn, jetzt Intamin Flatride oder wie auch immer man das sagen möchte, Gyro Swing. Und den haben wir ja jetzt im Sommerland kennen und lieben gelernt, die neuen Gyro Swings. Und deswegen nehmen wir natürlich eine Runde Loki jetzt auch mit und lassen uns einmal in den Hintern treten und fahren das Ding. Weil der zieht durch wie ein Tritt in Popo. Und da haben wir Bock drauf. Das bauen wir jetzt. Seite Witzka. Ja, Loki rockt mal richtig. Wahnsinn, wenn du einfach so runter auf Balder guckst, weil du bist nicht über Balder, aber durch den Winkel und die Höhe guckst du quasi runter auf Balder oder hast dann einen Aerospin oben am Berg, Kopf über auf einmal oder guckst aus Wasser runter. Sehr, sehr, sehr nice. Intensiv, macht richtig Spaß. So intensiv, dass der Dude neben Uschi einfach mal weg war jetzt zum Schluss. Also der hat es fast geschafft. Und dann beim Bremsen hast du ja noch mal ein bisschen mehr Gehst und da hat der Körper gesagt, so, ich bin raus, tschüss. Aber der war auch lange weg. Ja, weil 8 Sekunden oder so würde ich sagen. Ja, und es gibt übrigens auch ein Rafting hier, logischerweise. Ne? Das ist ja total klar. Die machen auch alles trotzdem an, ne? Ja, Hotel Gasten ist geschlossen und ich bin auch leider nicht im Thema, ob das jetzt dauerhaft geschlossen ist oder temporär. Ist ja eine Maze gewesen, Walkthrough, super geil, sehr, sehr gut gemacht. Wenn ihr das noch sehen wollt in guter Bildqualität, gibt es einen Horrorfilm, der hier in Lieseberg spielt. Also er wurde nicht nur hier gedreht, der spielt sogar hier, müsste ich mal raussuchen. Aber ich habe vor, noch ein Video zu machen über Parks, Attraktionen, die in Filmen stattfinden oder Filme da stattfinden oder. Da habe ich so ein paar Sachen schon gesammelt. Das war... Die bauen ja auch die Bühne auf. Ja, genau, das ist auch noch so ein Ding. Hier ist eine kleine Bühne. Diese skandinavischen Parks oder auf jeden Fall dänischen, schwedischen und norwegischen, nicht norwegischen, finnischen. Ja. Nicht, die Norweger nämlich nicht, genau, deswegen diese Differenzierung. Haben so das Konzept, dieses Tivoli-Konzept, ne, wie mit diesem Eintritt und dann Rides oder auch nicht, aber auch einfach verweilen. Mal am Start sein, mal relaxen, mal runterkommen, was essen oder Shows, Entertainment. Und es gibt hier eine riesige Stage. Wir haben sie auch alle schon gespielt, von Elton John über ABBA bis Bon Jovi auf der großen Mainstage, wo 10.000 Leute vorpassen. Und wir haben ja auch damals, da kommen wir ja noch in Grönerlund besucht, wo dann die Dropkick Murphys gespielt haben, was natürlich total geil war, für uns auf jeden Fall. Auch hier eine sehr schöne Area, dieser Hafenthemenbereich. Ich mag den ja total, ne? Ich liebe das. Das ist richtig, richtig schön. Und wir haben urseliges Kackhauswetter und die Leute sind hier, die Leute haben Bock, das ist auch sehr gut. Zum Hafen passt es ja. Irgendwie total authentisch jetzt hier. Eine 2-Zierer Family Drop Tower und dann ein Leuchtturm und so ein Verladekran. Hier mit dem Wasser davor, das ist einfach ein Traum. Helix oben ist natürlich auch einfach mal wieder absurd gut und krass. Nur ein Bild an der Wand. Oh, von einem Hund? Ja. Ah.
ein süßer Hund? Nee. Oh. Sie ist da auch in der Teetasse. Wir sind jetzt im Kaninchenland und das ist der Kinderbereich. Zamperla Magic Bikes, Metallbau Emmeln, vergiss mal, wie das heißt. Der Giraffenturm, also Ja, auch. Dann hier Rocking Tag, eine Monorail. Dieses Max, diese Fastfood-Kette, ist das alte Muckrides-Logo. Ne? Das macht mich fertig. Also in ähnlicher Form. Ja, also ein paar andere kleine Rides. Zira Force Coaster auch für die Countologen unter euch. Und theoretisch müsste ja hier ein Dark Ride sein. Da ist noch eine Märchenfahrt, so eine Muckrides Seerosen-Geschichte. Da ist noch eine weitere Achterbahn. Aber da ist das Kaninchenland auch wieder zu Ende. Ich vergesse auch mal, wie das heißt. Autoscooter, also Mini-Autoscooter. Mal nicht eckig, sondern in so einer Wellenform. So, einmal an Achterbahn vorbei. Die auch nochmal gezählt ist hier Preston Babiri und den Eingang zum Dark Ride auch schon erspäht, bis nämlich einmal hier drum herum laufen. Ich erkenne auch so fast gar nichts mehr wieder, muss ich sagen. Die Häschen sind los im ganzen Park. Unterberg. Unterlanden sind wir gefahren. Unterberg gespielt. Okay, alles klar. Was ist denn hier los? Warte. Also wir haben die Vermutung eben angestellt, dass die Maskottchen auch hier ab und zu mit Kindern einfach mal random was mitfahren und es ist offensichtlich wirklich so.
Und dann landet ist ein Dark Ride, den wir auch noch nicht kennen, der bringt uns tief in den Kaninchenbau. Und das erstmal mit einer Art Aufzugsfahrtsimulation. Und ja, es gibt dann natürlich, weil es ist ja auch ein Kinderbereich und ein für Kinder gemachter Dark Ride, einen bösen Gegenspieler, der uns wahrscheinlich die Ernte versauen, abnehmen möchte. Und ich sag mal so, am Ende, nachdem wir uns versuchen, ein paar Fallen zu stellen, aus denen wir natürlich wieder rauskommen, selber in eine Falle tappt und das Klo runtergespült wird und immer wieder durch die Kanalisation gespült wird und dann mit verschiedensten Effekten uns das auch gezeigt wird. Super voll alles, muss man mehrmals fahren, glaube ich, um alles zu sehen und aufzunehmen und zu erfassen. Das ist ja ganz gut für einen Dark Ride, damit die Re-Rideability wieder am Start ist. Ja, und Gosetto hat da ein Fahrsystem reingebaut. Ihr kennt es aus dem Heidepark bei der Dämonengruft. Hier dreht sich das dann, also die Chase dreht sich auch, aber dann immer so, okay, Endanschlag. Pum, pum. Nicht so sanft, das ist halt ein bisschen schade. Sonst ist das alles okay. Ne? Ich finde jetzt auch einzelne T-Bügel ein bisschen übertrieben bei einem Dark Ride. Mein Gott. Aber coole Effekte, es ist schön lang, schön anzusehen. Bisschen langsamer fahren finde ich cooler, da kannst du das alles noch ein bisschen in Ruhe sehen, aber von Pepper's Ghost über Animatronics, haptische Effekte, Special Effects, allem möglichen, ist alles dabei. Das finde ich sehr, sehr nice. Schöner Dark Ride. Timing ist auch gut, also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was uns auch sehr gut gefallen hat, ist Liseberg-Bananen, die Schwarzkopf-Achterbahn, die uralte hier. Und deswegen, weil wir gerade hier unten sind und das hier quasi gegenüber ist, mehr oder weniger, gehen wir da jetzt hin. Weil wir sind ja gestern für das On-Ride-Video in der Front Row gefahren, fahren jetzt aber nochmal für den Spaß in der Back Row. Das ist unser Plan auf jeden Fall. Und wir können natürlich dann noch einmal den Sierra Frost Coaster vorbeilaufen euch zeigen. Das ist der absolute Wahnsinn, was Liseberg-Bananen nach all den Jahren immer noch für eine geile Bahn ist. Und ja, fährt sich immer noch 1A, hat auch irgendwie mal neue Züge bekommen, die leuchten inzwischen sogar auch, das hat uns damals jetzt noch nicht gedacht, aber geil, ewig unterwegs. Und das habe ich auch gestern gesagt, ob jetzt Liseberg-Bananen oder Helix oder von mir aus auch Balder. Der Park hat ja gar nicht wirklich viel Platz, aber dafür unglaublich lange Achterbahnen und viele. Aber das, also so lange Bahnen in so einem Park ist schon dann crazy. Wir machen jetzt mal wieder hoch nach Helix und nicht erschrecken lassen. Hier steht erstmal groß Atmosphäre drüber, bevor ihr dann die Rolltreppen nehmen könnt, die euch da nach oben führen. Hört nicht auf das, was ich sage. Teil 3562. Die Rolltreppe ist kaputt. Also nicht kaputt, die läuft nicht. Aber natürlich die nach oben. Nach unten, die fährt, die nach oben nicht. Helix Soundtrack, mega, oder? Ewig lang, richtig cool,
Nicht so schön finde ich den Eingangswartebereich hier. Muss man mögen. Dieses futuristische Baugerüstdesign. Helix noch mal gefahren. Natürlich, das muss ja auch sein. Auch dann noch mal weiter hinten. Reihe 7 war jetzt, weil hinten war ein Junggesellenabschied. Da haben wir jetzt Abstand von genommen. Ja, war ein bisschen mehr am Regnen. Ist ein bisschen unangenehmer oder unschöner. Und jetzt laufen wir mal noch einen Weg lang, den wir noch nicht gelaufen sind. Und wir gucken mal, ob das wieder hier mit dem Riesenrad ist und ob man da überhaupt noch was sehen kann. Atmosphäre wäre ich gefahren, allein habe ich jetzt auch keine Lust und ich habe hier jemanden dabei, der sich das nicht traut, dann verzichte ich mal drauf. Aber Helix sind wir zusammen gefahren. Das war ja eine schöne Achterbahn hier, Schiene doll gebogen, wie man so schön sagt, im Waldgirsch. Aber das ist echt krass, das Ding ist 1,4 Kilometer lang und teilweise hier Fels für weggesprengt worden, weil das sonst nicht funktioniert. Kann das sein, dass das Riesenrad gar nicht zu Lieseberg gehört? Habe ich auch eben schon gedacht. Ich glaube, das gehört gar nicht hier hin, weil wir sind jetzt am Haupteingang. Den haben wir nämlich auch noch nicht gesehen, den müssen wir uns auch mal angucken, weil wir sind ja South Guys und hängen dann nur an so einem South Gate rum. Oh, das schallt hier zu sehr. Der lachende Hans ist auch wieder dabei. Selbstlos wie wir sind, sind wir noch mal aus dem Park raus auf die andere Straßenseite, den Haupteingang einmal für euch filmen und fotografieren. Dass ihr den jetzt auch mal seht. Wir sind hier vorne auch noch lang gegurkt, aber damit ihr vor allem den Haupteingang kennt, wenn, je nachdem wie ihr hier ankommt, wenn ihr mit dem Zug zum Beispiel ankommt oder. Also da geht's rein, da ist Lieseberg. Da ist es. Wie geil ist bitte diese Ampel hier mit dem Lieseberg-Häschen da drauf? Wir gehen jetzt wieder auf die andere Straßenseite, wieder in den Park rein. Da sind wir besser aufgehoben als hier einfach auf der Straße. Und hier ist ja dieses riesige Hotel, oder mehrere Hotels oder Kongresscenter. Und da ist so ein Infinity Pool und da ist jetzt gerade jemand reingegangen ins Wasser. Ey, das sieht so ulkig aus. Das ist so geil und cool und edel so ein Infinity Pool auch ist. Wenn du jetzt von unten jemanden in Planschen siehst, ist es ulkig.
Wir sind jetzt nochmal den Berg hochgefahren. Es ist ja auch einfach alles so ultra gemütlich und wenn man jetzt hier gerade mal so durchs Land schlendert. Ja, wir sind alles gefahren, wir haben alles, wir übernachten im Hotel, das ist so entschleunigend. Haben wir so auch so komplett auf easy haben wir das glaube ich auch noch nicht gemacht. Also gestern war auch nicht easy, gestern war... jetzt wandern wir mal wieder zum Riesenrad, aber ich glaube, da haben jetzt auch mehr Leute den Weg hingefunden, weil wir es so laut gesagt haben. Ja. Wolltest du was sagen? Wir sind jetzt nochmal an der Area oben, wo wir gestern auch Luna gefahren sind, den Family Boomerang von Vekoma, Neuheit von, ich glaube 23 sogar. Sehr, sehr sweeter Bereich, den sie auch nochmal komplett bearbeitet haben und da gibt es dann auch noch einen geilen Spielplatz drin, so Vogelkäfige, riesige, wo man drin rumklettern kann, das finde ich sehr sweet. Zamperla, hier dieser, ich vergesse immer wie das heißt, ich vergesse wie alles heißt, läuft auf jeden Fall nicht. Technical Park, Sidecars, sehen sehr schön aus, dampfen auch, nebeln auch oben raus. Überall wieder der Lokflug, habe ich auch schon erzählt. Zwischendrin, das ist hier sehr, sehr hübsch gemacht, muss man sagen. Und auch gerade vom Riesenrad aus, also da müsst ihr auf jeden Fall eine Fahrt mitmachen. Blick über Göteborg ist natürlich grandios, Blick über den Park ist grandios. Und ja, von der Aufteilung mit diesen Ebenen und diesen Verwinkelten, ich liebe sowas einfach. Diese Berg sollte auch allen ein Begriff sein als sehr schöner, guter Freizeitpark. Und wir machen es jetzt nach unten und die Uschi möchte noch shoppen. Also wie schnell fährt der eigentlich Shop, der Ergospin. By the way, diese Geschichte mit den menschenhohen Toblerone-Packungen und 1 Quadratmeter großen Snickers, das Game habe ich noch nicht verstanden, weil das scheint nicht so schwer zu sein, da zu gewinnen. Und das gibt es ja auch an jeder Ecke, das gehört eigentlich auch zu so einem Lieseberg-Besuch dazu, aber haben wir noch nie gemacht, fangen wir jetzt auch nicht mit an, außer wir stolpern irgendwo über Weingummi, dann könnte ich schwach werden. Englisches Weingummi. Dann spiele ich mit, bis ich gewinne. Also ich meine, damit es wird auf jeden Fall Leute geben, die es da ein bisschen besser mit auskennen und euch weiterhelfen können. Vielleicht seid ihr auch gerade hier, seht das, schreibt es in die Kommentare und jemand liest das und ist damit geholfen. So, die Uschi möchte noch mal was gucken gehen, im Shopping. Die Shopping-Uschi ist unterwegs. Vorsicht, Leute. Nicht schlimm. Machen Sie dahin. Ja, aber ich möchte nicht, wenn die Leute das sehen, dann denken sie nicht. So, um das Thema noch einmal abschließend abzurunden. Man darf bei Valkyria sein Gepäck nicht mitnehmen, aber auch nicht die riesigen Schokoladen. Und es gibt dafür ein Piktogramm. Ich liebe es. Es ist einfach so cool. Wir stehen wieder bei Kraftwerket und natürlich muss das auch nochmal gemacht werden. Da gibt es auch jetzt nochmal vielleicht zur Verdeutlichung nicht direkt nochmal ein zweites, frisches, neues On-Ride, weil in Lieseberg On-Rides nicht erlaubt sind. Ich habe jetzt gelernt durch die USA-Tour, die gerade läuft, die Tour-Vlogs, ich
Ich muss das immer wieder und wieder neu sagen, weil wir machen das ja extra, dass wir keine On-Rides euch zeigen, weil wir ja zu doof sind und unser Equipment vergessen oder keinen Bock haben. Ist ja auch logisch. Das einfach mal dazu und wir haben es auch schon am Anfang des Videos gehabt, dass wir begleitet wurden. So, jetzt gibt es auf jeden Fall nochmal ordentlich was auf die Mütze. Hilfe. Riesenchaos. Ab 16 Uhr kann man einchecken. Wir haben wir haben es gleich halb 5. Jetzt wollen es scheinbar alle machen. Aber geil finde ich auch bei 8 Aufzügen, sich dann hier oben in die Tür zu stellen, damit man seinen eigenen privaten Aufzug reserviert hat. Was ist denn mit den Leuten manchmal los? Ich glaube, das ist nichts Langfristiges. Ein bisschen verschenkter Platz da hinten. Ja, die Dinger sind sexy, aber es funktioniert nicht. Das ist so ein bisschen trocken, aber ob das dann immer so bleibt, man weiß es nicht. Jo Leute, wir sind dann jetzt wieder im Hotel und das ist, wie eben schon erwähnt, auch mal ganz cool, wenn man Balder hier direkt neben sich fahren. Also direkt ist ja gut, es ist ein kleines Stück, aber man kann komplett auf Balder gucken, soweit man gucken kann. Valkyria sieht man noch, Aerospin können wir hier durchsehen. Es gibt eine Dachterrasse bei der Rooftop Bar, was natürlich total cool ist, aber die ist halt natürlich jetzt komplett unter Wasser. Es gibt so kleine Mini-Pavillons, die sind aber auch nicht zu nutzen, weil die auch komplett nasse Kisten haben. Die nächsten checken es auch gerade aus. Es gibt aber zum Beispiel so ein Semi draußen, das hat ein Dach. Das scheint auch zu halten. Das ist nicht, also man kann durchgucken, aber es ist trocken hier drunter. Man könnte diese Wände hier auch runterlassen, was natürlich jetzt nicht gemacht ist. Das Dach ist trotzdem komplett ringsum zugebaut mit Glasfassaden und davor nochmal Geländer, also bis sehr weit weg überhaupt von irgendeiner Dachkante und sonst es sind halt sehr viele kleine Kinder hier, die hier überall frei laufen, deswegen kannst du die Fenster nicht aufmachen, deswegen ist die Dachterrasse komplett abgeschottet. Wir werden dann vielleicht noch mal ein Foto machen, wenn man irgendwie eine Pause vom Shower hat, weil es ist gerade wieder ordentlich was runtergekommen, aber ich glaube, man kann auch hier ganz nett sitzen. Ja, das ist ganz gemütlich hier. Ich habe leider noch keine Steckdose gefunden. Mal gucken, wie lange wir kommen. Also eigentlich haben wir genug Power in den Geräten, aber wir müssen nämlich auch noch ein bisschen arbeiten. Das gehört leider Gottes auch manchmal dazu. Peoples, wir haben die Rooftop Bar verlassen, sind nochmal nach unten, weil da oben irgendwann einfach nur noch komplette Eskalation war. Und sich alle gedacht haben, ja, wir haben keine Lust mehr auf unsere Kinder aufzupassen, jetzt lassen wir die mal komplett frei drehen. Und die checken einfach mal, wie lange dauert es, wenn man mit flachen Händen auf den Tisch legt, bis der Tisch zerbricht. Dauert wohl noch ein bisschen. Das haben wir uns auf jeden Fall nicht zu Ende angehört. Waren dann jetzt hier unten in der Lobby, haben so eine ganz cozy, gemütliche, schöne Ecke gefunden. Da haben wir uns dann hin verkrümelt, waren jetzt gerade noch drüben bei der Sportsbar was essen, wo wir gestern mit den Hustjungs waren. Und der Park hat jetzt geschlossen. Ja, wir müssen noch ein bisschen was arbeiten. Wir sind leider noch nicht komplett durch. Das gehört auch dazu. Das breiten wir in diesen Tourvlogs nicht immer so aus, dass es dann neben Achterbahnfahren noch viel, viel mehr gibt. Und das Achterbahnfahren der kleinste Teil ist, aber das ist halt für euch der spannendste Teil. Ich kann euch auch den ganzen, ja, für uns auch, aber ich kann euch natürlich auch den ganzen Tag demnächst erzählen, wie viel wir arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das so unterhaltsam ist. Auch wenn das viele nicht verstehen wollen. In diesem Sinne war es das eigentlich jetzt schon aus Liseberg. Schon ist auch gut. Volles Programm, viel Spaß gehabt, tolle Zeit, schön entspannt. Wir werden jetzt auch noch eine tolle Zeit haben. Wir werden nochmal schön nächtigen. Morgen gut frühstücken, das seht ihr im nächsten Vlog der Scandi Tour 2. Und ansonsten, ja, wärmste Empfehlung, würde man sagen. Ja, auf jeden Fall. Schöne Bahn, schöne Attraktion, viel Spaß, entspannt. Gute Zeit in Göteborg, hier in Schweden. Wir sehen uns um 18 Uhr morgen wieder zum neuen Video hier auf dem YouTube-Kanal.